Und auch darüber möchte ich sprechen mit Daniel Düllenböhmer von der Weltaußenpolitik. Das sind ja zwei verschiedene Joe Bidens, die wir da sehen. Jetzt wieder einen starken bei diesem Wahlkampfauftritt in Detroit. Zeigt das aus deiner Sicht, was für ein starker Kämpfer er ist, oder dass er einfach unbeirrbar oder unbelehrbar an seinem Stuhl kleben bleibt? Naja, es ist beides. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass eigentlich Joe Bidens ganz große Stärke über die letzten Jahrzehnte, diese Zähigkeit, diese Unbeirrbarkeit, nach jeder Niederlage wieder aufzustehen, das ist das, was ihn als Politiker getragen hat. Das ist jetzt aber auch genau das Problem. Es ist sein Instinkt, sich von keiner Niederlage jemals vom Kurs abbringen zu lassen. Das Problem ist, dass wenn es diesmal wieder eine Niederlage wird, dann wird das eine Niederlage nicht nur für viele Amerikaner, sondern möglicherweise auch für die westliche Welt. Aber dieser Instinkt von Joe Biden, der ist wirklich sehr schwer zu besiegen. Wie viel Zeit bliebe denn den Demokraten überhaupt noch, das Ruder wirklich rumzureißen? Und wer wäre die Alternative? Kamala Harris oder an wen denkt man da? Kamala Harris ist die logischste Alternative, weil Kamala Harris ist ja schon einmal mit dem Konsens der Demokratischen Partei ins Weiße Haus geschickt worden, wenn auch in den anderen Flügel. Sie hätte es auch am einfachsten, nicht nur Regierungsgeschäfte zu übernehmen, sondern auch den Spendentopf von bisher ca. 200 Millionen Dollar zu übernehmen. Kamala Harris ist die sinnvollste Lösung. Es gibt noch ein paar andere Politiker der Demokraten, die gerade genannt werden, die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, oder ihr Kollege in Kalifornien, Gavin Newsom. Die haben aber alle nicht diese Vorteile, die Harris hat. Wenn das passieren würde, dann ist aber eins klar. Dann wird die Trump-Kampagne komplett auf das Thema Immigration umschwenken, weil dafür war Kamala Harris als Vizepräsidentin zuständig. Da hat sie wenig geleistet, immer wieder eine schlechte Figur gemacht. Und darauf wird die Trump-Kampagne rumhacken. Die Spenden hast du kurz angerissen. Welche Rolle spielt das Geld? Ganz kurz noch, denn wir sehen ja die Unterstützung einerseits für Donald Trump durch Elon Musk, der hat sich gedreht, und dann soll hier Geld fehlen den Demokraten mit Joe Biden. Wie wichtig ist das? Naja, bei Elon Musk ist es keine große Überraschung. Er hat schon lange rechts geblinkt. Dass aber ein George Clooney abrät von einer Biden-Kandidatur, das ist sehr wesentlich. Wir denken, das ist nur ein Schauspieler, aber es ist einer der Hauptspendenwerber für die Demokraten. Diese 200 Millionen, die ich eben genannt habe, die sind bei weitem nicht genug. Präsident zu werden, müsste Biden circa 1 Milliarde US-Dollar ausgeben, und er hat ein Fünftel davon. Jetzt stockt's. Unfassbare Summen. Daniel Düllenböhmer, ganz herzlichen Dank für die Analyse und den Besuch hier im Studio. Sehr gerne.